Diese ständige Versteckspielerei. Ich weiß nicht, ob ich das lange aushalte. Es hat irgendwann mal ein Ende. Mir hat er gesagt, dass er von Julia nichts mehr wissen will. Dafür war es aber ganz schön heftig. Erinnerst du dich an die verschlüsselten Daten im Computer von deinem Vater? Ja, wie sauer der war, als er uns erwischt hat. Ja, und? Ja, das ist es. Ich liebe Julia und ich werde sie um nichts in der Welt aufgeben. Julia ist deine Schwester. Ich glaube das einfach nicht. Du lässt nichts unversucht, hm? Jedes Mittel ist dir recht, um Julia und mich auseinanderzubringen. Jan, hör mir doch zu. Ich will doch nur, dass du dich nicht unglücklich machst. Indem du mir Lügen erzählst, ja? Zuerst war es Sophies angebliche Schwangerschaft und jetzt ist Julia meine Zwillingsschwester. Fiona, was kommt als nächstes, hm? Oder bin ich vielleicht schon mit Sophie verheiratet und ich weiß es noch gar nicht mal? Jan. Warum tust du das, Fiona? Du weißt doch ganz genau, wie sehr ich Julia liebe. Warum dann diese Lügen? Julia ist wirklich deine Schwester, Jan. Das musst du mir glauben. Ich habe diese Lügen nur erzählt, um dich zu schützen. Ach ja, und jetzt lügst du nicht mehr. Und beschützen musst du mich auch nicht mehr, hm? Jetzt ist es zu spät. Genau das ist eingetroffen, was ich verhindern wollte. Vielleicht hätte ich dir von Anfang an die Wahrheit sagen sollen, aber ich wusste ja, wie weh ich dir tun würde. Eine rührselige Geschichte, wirklich. Also, entweder du legst mir Beweise vor, oder wir sind ab sofort geschiedene Leute. Und das meine ich ernst. Gut, wie du willst. Hier. Dieses Foto wurde kurz nach eurer Geburt aufgenommen. Arne und Julias Mutter. Das bist du und das ist Julia. Und kurz nach diesem Bild wurdet ihr getrennt. Tut mir leid, Jan. Ich wollte dir das ersparen, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen. Jan! Bei der Auswahl des Hochzeitskleides kann man gar nicht sorgfältig genug sein. Wunderschön, nicht? Aber um dich darin bewegen zu können, brauchst du ein ganzes Gefolge. Nichts gegen eine lange Schleppe. Aber man muss auch ein bisschen ans Praktische denken. Findest nicht auch, Julia? Ja, sicher. Ja, oder wie wäre es hiermit? Schlicht und elegant. Natürlich viel bequemer. Ich finde, Barbara hat sich wirklich selbst übertroffen. Was meinst du? Ja, hübsch. Es ist ein Gedicht. Naja, vielleicht in der Linie ein wenig streng. Aber mit den richtigen Accessoires und wenn man den Ausschnitt ein bisschen rundet. Das erinnert mich an mein eigenes Hochzeitskleid. Da war der Ausschnitt auch ziemlich tief. Fast etwas zu tief. Julia, wo bist du denn schon wieder mit deinen Gedanken? Das tut mir leid. Was ist mit dir, Kind? Barbara hat sich solche Mühe gegeben. Findest du nicht auch, dass etwas mehr Interesse von deiner Seite angebracht wäre? Es ist schließlich deine Hochzeit. Die Zeit drängt. Wenn das Kleid rechtzeitig fertig werden soll, Aber dann... ich heirate doch nicht gleich morgen. Außerdem habe ich jetzt keinen Nerv, mir die Entwürfe anzugucken. Ich mache das später. Ja, und was sage ich Barbara, wenn sie jetzt anruft? Julia! Ja, wir müssen an den Computer ran, dann haben wir den Fall gelöst. Denk doch mal logisch. Kein Mensch verschlüsselt Dateien nur so zum Spaß. Wie dein Vater ausgerastet ist, als er uns am Computer im Studio erwischt hat. Das ist noch lange kein Beweis. Es könnte 1000 Gründe geben. Ja, meine Mutter ist ja auch verdächtig. Und was kam dabei heraus? Ja, jeder kann sich mal irren. Eben. Was ist, wenn du dich diesmal wieder irrst? Ja, was ist, wenn nicht? Überleg doch mal. Wir haben die Aussagen von Felix und Wolf, dass im Studio was Illegales abgelaufen ist. Wir haben die Dopinggerüchte um Petra Schuster. Und wir haben die Dopingtests. Naja, und wir haben die verschlüsselte Datei im Computer. Alles Zufall? Ja, klingt schon etwas merkwürdig. Aber das ist
ist noch lange kein Beweis. Die Beweise sind im Computer. 100 Pro. Na gut, nehmen wir mal an, du hast recht. Was machen wir dann jetzt? Ist doch klar, wir schleichen uns ins Fitnessstudio, kopieren die Dateien und knacken den Code. Das ist zu gefährlich. Wenn meine Mutter uns zusammen im Büro erwischt, dreht sie endgültig durch. Aber wir brauchen einen guten Plan. Dann erwischt uns schon keiner. Nee, am besten ich gehe allein ins Studio. Ich habe früher so oft meine Hausaufgaben im Büro gemacht. Da wird keiner was sagen, wenn ich mich an den Computer setze. Und dann? Dann kopiere ich die Dateien. Du? Du kannst das doch überhaupt nicht. Hör mal zu, mein Lieber. Wir Mädchen können alles. Und das viel, viel besser. Also gewöhn dich dran. Oder du wirst noch mal echte Kopfschmerzen kriegen. Ja, ja. Guten Tag, die Herrschaften. Womit kann ich dienen? Wir wollen uns nur mal umsehen. Wir rufen Sie dann, wenn wir Sie brauchen. Ganz wie Sie wünschen. Der Sessel, er ruft. Auch nicht. Ich will dein sein. So lässt sich's aushalten. Steht ja auch wie angegossen. Ja, kostet auch nur halb so viel wie ein Jumbojet. Willst du dich ruinieren? Ach, ein paar Peanuts ruinieren einen von Anstädten nicht. Außerdem brauche ich einen Sessel, der was aushält. Warum hat mir kein Mensch gesagt, dass ich eine Schwester habe? Was soll diese ganze Geheimnistuerei? Es war der Wunsch deines Vaters. Er meinte, es wäre besser so. Es konnte ja keiner ahnen, dass du 20 Jahre später Julia begegnest und dich in sie verliebst. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe es nicht und es ist so furchtbar ungerecht. Weißt du, Arno war dir damals sehr ähnlich. So jung, so voller Hoffnungen und Träume und so verliebt in Clarissa. Er freute sich schrecklich darauf, Vater zu werden. Ja, schön für ihn und Pech für mich, dass ich davon nie was mitbekommen habe. Und als Clarissa ihn eine Woche nach eurer Geburt verließ, brach für ihn eine Welt zusammen. Immerhin hat er für sie alles aufgegeben. Seine Eltern, sein Studium und dann hat er auch noch seine Arbeit verloren. Das ist doch kein Grund, mich mein Leben lang anzulügen. Es war der einzige Weg, die Sache durchzustehen, ohne daran kaputt zu gehen. Er wollte alle Erinnerungen an Clarissa auslöschen. Aber sie ist meine Mutter. Wie konnte er mir meine Mutter nehmen? Es war Clarissas Entscheidung, nicht Arnos. Sie hat ihn verlassen und Julia mitgenommen. Das einfache Leben deines Vaters hat ihr nicht genügt. Sie wollte mehr. Christoph von Anstetten konnte ihr alles bieten, wovon sie träumte. Aber du warst damals noch ein Baby und konntest nicht wissen, was passiert ist. Ihr hättet es mir sagen müssen. Vielleicht, wer weiß. Aber wir hielten es für das Beste, dich nicht damit zu belasten. Das Beste? Das Beste für wen? Mich hat keiner gefragt. Aber du musst doch deinen Vater verstehen. Was ist mit mir? Wer versteht mich? Die Situation war für keinen von uns einfach. Weder für dich noch für deinen Vater. Ja, und was nun? Was tue ich jetzt? Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du alles vergessen. Ja, das könnte euch so passen. Einfach sagen, Schwamm drüber, das war's, hm? Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Jan, bitte, wenn dein Vater erfährt, dass ich dir alles erzählt habe. Ich werde es mit ihm besprechen. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich will alles erfahren. Ich will alles ganz genau wissen. Von ihm, von meiner Mutter, einfach alles. Ich habe einfach ein verdammtes Recht darauf. Aber Jan, das hat doch keinen Sinn, immer wieder die Vergangenheit aufzuwühlen. Es ist aber meine Vergangenheit, verdammt. Und ich muss es wissen. Kinder, ich wollte nur was sagen.
wir werden uns nicht mehr trennen lassen. Von niemandem. Noch einige Runden und der Weltrekord im Zimmermarathon ist dir sicher. Was hast du denn? Nichts. Was soll ich denn haben? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du leidest an einem akuten Anfall von Misogamie. Miso, was? Misogamie. Das ist lateinisch und heißt Ehescheu. Aber mach dir nichts draus, das geht den meisten Bräuten so. Wenn ich an deine Mutter denke, die war vor ihrer Papa, Hochzeit... bitte, ich habe wirklich keinen Nerv für Familiengeschichten jetzt. Ja, ja, das meine ich. Vielleicht macht's dich ein bisschen munterer, wenn ich dir sage, dass ich mich entschlossen habe, mit Henning über Peter zu sprechen. Über Peter? Hm? Wieso das denn? Schließlich ist er nicht ganz unschuldig daran, dass er seinen Job im Restaurant verloren hat. Es wäre also nur recht und billig, wenn er ihm einen neuen besorgt, ne? Ja, wenn du meinst, dass das richtig ist. Ich glaube, wir reden besser morgen weiter. Mhm. Alles gut. Ja. Jan, Gott sei Dank. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich muss mit dir sprechen. Ich weiß, es ist spät, aber... Ja, bitte. Natürlich kannst du mit mir reden. Wo warst du denn die ganze Nacht? Unterwegs. Du hast doch nicht etwa mit deinem Vater gesprochen? Ihm alles erzählt? Ich bin durch die Straßen gelaufen. Durch die Straßen? Die ganze Nacht? Ja, und wenn die Polizei dich angehalten hätte? Du stehst doch noch immer unter Mordverdacht. Hast du das vergessen? Oder hast du Julia getroffen? Ach, ich bin wirklich nur herumgelaufen und habe nachgedacht. Ich wollte einfach nur allein sein, um einen klaren Kopf zu bekommen. Ja, und weißt du jetzt, was du tun willst? Ja. Ich glaube, ich werde Arno anrufen und mit ihm alles besprechen. Tu es lieber nicht. Was hast du davon, wenn du ihn anrufst und ihr geratet euch wieder in die Haare? Vielleicht hast du recht, aber ich muss was tun. Schon wegen Julia. Wie konnte ich mich in meine eigene Schwester verlieben? Wie konnte das passieren? Wie kann ich ihr jemals wieder in die Augen schauen? Es war nicht deine Schuld, Jan. Ach, das hilft mir auch nicht weiter, aber ich muss es Julia erklären. Ich frage mich nur wie? Das hat im Moment keinen Sinn. Du brauchst Zeit, um alles zu verarbeiten. Warte noch ein paar Tage, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Gott, haben Sie mich jetzt erschreckt. Wer sind Sie überhaupt? Was haben Sie hier in Hennings Wohnung zu suchen? Zunächst einmal einen schönen guten Morgen. Sie sind Hennings neue Freundin, nehme ich an. Wer will das wissen? Pardon, ich vergaß mich vorzustellen. Christoph von Anstetten. Ich bin Hennings Vater. Außerdem wohne ich hier, wenn Henning das Penthouse nicht gerade in Beschlag hält. Oh, das wusste ich nicht. Ich bin Carla Jansen. Es tut mir leid. Einer schönen Frau, der mein Morgenmantel so perfekt passt, verzeih ich alles. Das ist Ihr Bademantel? Mhm. Vater, was machst du denn hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Ich zieh mich jetzt mal besser an. Ich habe nicht gewusst, dass du kommst, sonst wären wir natürlich schon längst weg. Henning, ich habe nichts dagegen, dass du das Penthouse benutzt. Aber in Zukunft erwarte ich, dass du dich vorher mit mir absprichst. Natürlich, es wird gemacht. Und wenn deine Flammen nichts anzuziehen haben, dann gib ihr bitte deinen Bademantel. Schon um gewisse Peinlichkeiten zu vermeiden, ja? Schon verstanden, Vater. Hallo Oliver, störe ich dich? Nicht die Bohne. Ich bin ja die Hauptpost. Komm rein, mach die Tür zu. Hast du keinen Bock auf Schule? Naja, ich gehe erst eine Stunde später. Sag mal, kann ich deinen Computer benutzen? Ja, ich muss noch ein Referat für die Schule abtippen. Hä? Schule? Schwänzen, was für die Schule zu machen? Na gut, ist ja nicht mein Problem. Bedien dich. Ah, übrigens, wir haben ja einen neuen. Der ist
Der ist viel schöner und der ist... Das ist mal ein geiles Parfum. Okay, bitte nicht. Ja, wow. Das ist ein Power-PC. Wo ist denn der alte? Hast du den schon verkauft? Willst du mich jetzt veräppeln? Das Ding ist doch aus der Steinzeit. Das kauft doch keiner mehr. Kann ich ihn dann haben? Ja, ich meine, dann brauche ich dich nicht mehr im Büro zu stellen, wenn ich was tippen muss. Nee, kriegst du nicht. Susanne holt sich den morgen ab. Ja, auch das noch. Ich habe die wichtigsten Unterlagen zu Hause gelassen. Ich komme später vielleicht nochmal wieder. Wie du willst. Mach die Tür zu. Da ist noch ein Problem, über das wir sprechen sollten. Also wenn es wieder um Carla Es geht um Peter Neumann. Ich möchte, dass du ihm eine neue Stellung besorgst. Bei der Agentur oder bei Avatex. Lass dir was einfallen. Wieso ich? Und wieso überhaupt? Der Kerl bringt Julia und Gero fast auseinander und zum Dank bekommt er einen Job von mir? Schließlich bist du nicht ganz unbeteiligt daran, dass er seine alte Stellung verloren hat. Ich? Also das ist Das ja ist wohl... nur fair. Also kümmere dich darum. Okay. Ich werde schon was Passendes für ihn finden. Ich habe jetzt noch einen Termin, aber in 2 Stunden bin ich zurück und dann möchte ich hier gerne allein sein, ja? Ist kein Problem. Ach, noch etwas. Ja. Sag deinen Freundinnen nicht, dass das Penthouse dir gehört. Früher oder später erfahren sie ja doch die Wahrheit. Wem sagst du das? Außerdem solltest du dir Gedanken um deine Prioritäten machen. Frauen sind nicht das Wichtigste im Leben, zumindest nicht wichtiger als dein Studium, die Agentur und vor allem Avatex. Natürlich, Vater. Aber lass mal. In deinem Alter war ich, glaube ich, ganz ähnlich wie du. Bis später. Bis später. Ist dein Vater schon weg? Er ist gerade raus. Schade. Er ist ein so gut aussehender, charmanter Mann. Hast du ihn etwa aus deinem Penthouse geworfen, weil du Angst vor der Konkurrenz hast? Es gibt keine Konkurrenz. Es gibt nur chancenlose Mitbewerber. Und was das Penthouse angeht... Vergiss es. Ist egal. Hauptsache, ich hab dich. Stell dir mal vor, dein Vater wäre eine halbe Stunde früher gekommen. Das hätte aber peinlich werden können. Peinlich? Für wen? Kommst du heute zu meinem Fototermin? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Bitte, 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 bitte. So beschäftigt dann auch wieder nicht. Pension Fiona, Peter Neumann, guten Tag. Peter, ein Glück, dass du es bist. Kannst du reden? Julia, ich habe doch gesagt, du sollst sie nicht anrufen. Ja, ich weiß. Aber ich hatte solche Sehnsucht nach dir. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich habe jetzt keine Zeit. Soll ich später noch mal anrufen? Was hast du denn? Irgendwas stimmt doch schon wieder nicht. Ach, das kann ich dir nicht sagen, zumindest nicht jetzt am Telefon. Können wir uns nicht irgendwo treffen? Es gibt ja was du dringend wissen musst. Okay, dann treffen wir uns in 2 Stunden in Friedenau. Am Tempel, ja? Ja gut, also in 2 Stunden. Peter, ich liebe dich. Was hast du vor? Ist doch wohl meine Sache, oder? Du triffst dich mit Julia. Du willst dir die Wahrheit sagen. Siehst du eine andere Möglichkeit? Aber denk doch an die Konsequenzen. Was es für ihre Familie bedeutet. Und für deine. Ihr werdet alle drunter leiden. Ach, aber dass ich allein leide, das ist in Ordnung, ja? Natürlich nicht, aber... Fiona, das tut mir leid, aber ich muss es tun. Ich habe mir diese ganzen Lügen nicht ausgedacht. Ich habe nicht gewollt, dass alles so passiert. Das hat keiner gewollt. Ich kann Julia nicht länger belügen. Sie hat ein Recht darauf, endlich die Wahrheit zu erfahren. Und wenn es sonst niemand macht, dann werde ich es eben tun. Da ist ja meine tapfere Spionin. Oh, schöne Pleite. Ich war so nah dran. Doch keine Bange, wir kriegen das schon hin. Klar, wir haben ja auch massig Zeit. Susanne will ja erst morgen den Computer abholen. Magst du was trinken? Scheiße, besser so, ist eh nichts da. Ja, und was machen wir jetzt? Na, wir müssen halt vor Susanne an den Computer ran. Wenn sie die Kiste erstmal hat.
Dann wird sie die Festplatte formatieren und dann sind die Daten futsch. Na klasse. Das baut mich ja echt auf. Hey, wir haben doch noch den ganzen Tag Zeit. Oliver wird die Kiste ja nicht rund um die Uhr bewachen, oder? Vor 8 kommt er nie aus dem Studio. Na, dann müssen wir eben rein, wenn er weg ist. Und was ist, wenn er ausgerechnet heute länger bleibt? Auf diese Frage gibt's nur eine Antwort. Verschärfte Spionage. Aber wie willst du ins Studio reinkommen? Mensch, schon mal was von Rififi gehört? Wir brechen ein, ist doch Logo. Schon mal was von Sicherheitsschlössern gehört? Ach, das schaffen wir nie. Ich glaube, ich weiß was Besseres. Magst du mich nicht mehr? So ein Quatsch. Natürlich mag ich dich noch. Aber du hast doch was. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Deswegen sind wir hier. Um über alles zu reden. Ja, ich war in den letzten Tagen auch sehr deprimiert. Es kam mir alles so sinnlos vor ohne dich. Ach, Julia, ich... Ja? Komm, sag mir, was dich bedrückt. Ich liebe dich. Und ich will alles mit dir teilen. Auch deine Sorgen. Wenn man sich wirklich liebt, dann kann man alle Schwierigkeiten aushalten. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist so... Du weißt doch noch, als du vom Pferd gefallen bist und ich dich ins Krankenhaus gefahren habe. Ja. Da hast du mir gesagt, dass du mit 6 Jahren eine lebensgefährliche Lungenentzündung hattest. Ja, genau wie du. Und die ganzen anderen Gemeinsamkeiten, die wir haben. Ist es nicht furchtbar romantisch? Wir sind am selben Tag geboren. Ja, außerdem haben wir denselben Musikgeschmack, mögen dieselben Schriftsteller und Schauspieler und Maler. Am Anfang kam es mir auch alles vor wie Zauberei, aber jetzt weiß ich, dass Julia, wir beide, wir sind... Ja, wir sind beide füreinander bestimmt. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so glücklich. Ich liebe dich und ich werde dich immer lieben.